Herzlich willkommen zu unserem heutigen Vlog. Wir reden heute noch einmal über das Spleißen. Wir haben in einem unserer letzten Videobeiträge gezeigt, wo die Unterschiede sind zwischen einem Ribbon-Spleißlösung und einer Einzelfaserspleißlösung. Heute schauen wir uns das genauer an bei unserem Verteil- und Spleißsystem Versatray. Neben mir steht mein Kollege Jochen. Jochen ist ein sehr erfahrener Servicekollege und arbeitet viel beim Kunden, viel mit Spleißen und kann uns genau die Unterschiede erklären, die wir beim Versatray, bei den beiden Spleißmodulen, die wir jetzt hier vor uns haben, sehen. Jochen, vielleicht zeigst du uns gerade die Module bitte. Na klar. Ich habe hier schon mal eine Kabelverschraubung angebracht, durch die wir dann jegliches Kabel einführen können, ob Einzelfaserspleißkabel oder ein Ribbonkabel. Und hier habe ich schon die erste Spleißkassette in der Hand. Von außen kaum zu erkennen, was sich darin verbirgt. Und wenn wir jetzt reinschauen, sieht man genau, okay, das ist eine Einzelfaserspleißkassette. Der Gedanke dahinter ist, wir gehen auf der Rückseite mit unserem Kabel rein, teilen das Ganze auf, geht mit der Hohlader dann durch das Röhrchen in die Spleißkassette rein, spleißt das Ganze und legt den Spleiß im Spleißkamm ab. Dasselbe haben wir natürlich auch für Ribbonspleiße. Dazu habe ich eine zweite Spleißkassette hier. Schaut identisch aus und unter dem Deckel verbirgt sich alles. Zum einen der nötige Schrumpfspleißschutz für das Ribbon. Und hier drin haben wir genauso wieder dieselbe Thematik. Wir gehen durch das Röhrchen mit dem Ribbon rein und haben hier auf der Innenseite dann unsere Pigtails mit einem Ribbonkabel und können dann ganz einfach 12-Faser Ribbons auf 12-Faser Pigtail Ribbons aufspleißen. Das ist ja sehr interessant. Ich kenne so diese Spleißsysteme, wo man so Kassetten übereinander stapelt, zum Beispiel. Das habe ich jetzt hier bei dieser Spleißkassette nicht. Sie lässt sich werkzeuglos montieren. Was gibt es denn noch für Vorteile? Die größten Vorteile sind, wir sind steckermodular. Das heißt, wir können einen MPO-Stecker spleißen, wir können darauf LC-Stecker spleißen, E2000 SC, egal was der Kunde benötigt, bekommt er alles bei uns. Und wir müssen uns nicht entscheiden, ob wir jetzt ein Einzelfaserkabel verwenden oder ob wir ein Ribbonkabel verwenden, denn unser System bietet beide Möglichkeiten und wir können das Ganze spleißen von der Rückseite oder von der Frontseite, egal welche Herausforderung man jetzt vor Ort beim Kunden hat, ob man sich dahinter stellen kann oder davor, sind beide Möglichkeiten auf jeden Fall da. Das heißt, an die Kassetten komme ich immer ran, egal von hinten oder von vorn. Ich habe da immer Zugriff. Ganz genau so ist es. Wir können von vorne montieren, können die Spleißkassette nach vorne rausziehen, wir können sie nach hinten rausziehen und müssen uns keine Gedanken machen, wo man jetzt steht und ob man nachinstallieren kann oder nicht. Also in einem Wort sehr flexibel. Ganz genau so ist es. Ja, Jochen, dann vielen Dank für diese kurze Einführung. Vielen Dank den Zuschauern für die Zeit, die sich genommen haben, das sich anzuschauen. Würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Es gibt sicher noch einige interessante Themen zum Thema Fiberoptik, die wir Ihnen nahebringen können. Soweit, so gut. Alles Gute. Auf Wiedersehen.